Im nächsten Kapitel beschäftigen wir uns jetzt mit den Chancen solidarischen Wirtschaftens, nachdem wir sehr, sehr viele Einwände vorher diskutiert haben. Geht es hier jetzt nochmal darum, auch nochmal kurz auf den Punkt zu bringen, worin liegen denn die Chancen auch der solidarischen Ökonomie und des ganzen Sektors für die anstehende große Transformation. Und da, denke ich, muss man auch erst mal würdigen, dass dieser Sektor einfach beachtliche ökonomische Leistungen erzielt. Denken Sie nochmal an das, was wir besprochen haben zu Secosessola oder zu Mondragon. Das sind ja wirkliche ökonomische Größen, die dort abgedeckt werden. Und natürlich auch die kleineren Initiativen, die eben auch zum Überleben beitragen, sind ja eine ökonomische Größe. Ein Nachteil ist natürlich, dass wir immer noch viel zu wenig wissen, wie denn dieser Beitrag beziffert werden kann, weil er eben überwiegend auch im informellen Bereich dann liegt. Und das wiederum hat auch mit den Begriffsunterschieden und Ähnlichem zu tun. Aber ich denke, da wird sich auch in der nächsten Zeit dann noch mal einiges tun, werden mehr Untersuchungen angestellt, sodass man irgendwann mal greifen kann, wie ist denn eigentlich die wirtschaftliche Bedeutung einzuschätzen. Ich denke, sie ist sehr, sehr hoch einzuschätzen. Also Claudia von Werloff hat in den 70er Jahren schon mal die These formuliert, dass im Grunde genommen weltweit 2/3 der Arbeit unbezahlt ausgeübt wird und auch von Frauen ausgeübt wird. Ja? Damit hat sie damals einen kleinen Skandal ausgelöst, weil man wollte sich sowas gar nicht vorstellen. Aber ich denke, es ist die richtige Betrachtungsweise, ja? Weil letztendlich ist es ja so, dass die ganze bezahlte Arbeit, also auch gerade in den Ländern des Südens, sich beschränkt oder sehr, sehr oft beschränkt auf den männlichen Ernährer, der aber auch wiederum von Arbeitslosigkeit und unterschiedlichen Schwankungen auf dem Markt betroffen ist, also überhaupt keine Garantie mehr hat auf lebenslanges Einkommen oder Ähnliches und aber trotzdem ja die Familien überleben. Das heißt, die Arbeit des Überlebens wird in der Regel informell, unbezahlt, aber doch irgendwie dann von den Frauen geleistet. Und dies einfach auch mal zu beziffern, glaube ich, ist ein wichtiger Beitrag, um mal so eine Gesamteinschätzung zu bekommen. Hinzu kommt natürlich auch der Aspekt der Innovation. Also wenn wir jetzt denken an die solidarischen Wirtschaftsunternehmen im engeren Sinne, dass dort nicht nur ein Beitrag zum Überleben, zur Existenzsicherung geleistet wird, sondern auch sehr, sehr viel Innovation stattfindet. Also rückwirkend kann man das auch ganz klar sagen für den Sektor der Alternativökonomie, der jetzt hier in Deutschland der 70er, 80er Jahre. Dort sind beispielsweise die wichtigen Meilensteine in den erneuerbaren Energietechnologien gelegt worden. Dort sind im Blick auf umweltfreundliche Produktionsweisen Innovationen getätigt worden und. Letztendlich haben sie damit auch natürlich einen immensen Beitrag geleistet zur gesellschaftlichen Innovation insgesamt. Ja, und dann kann man auch natürlich nicht oft genug hinweisen auf den kulturellen Wandel, der von diesen Projekten oder Initiativen ausgeht. Vieles hat einen Experimentiercharakter, hatten wir auch schon gesehen am Beispiel der Ökodörfer, die jetzt auch momentan fast schon einen Run erleben, also von Interesse, von öffentlichem Interesse. Viele möchten wissen, ja, wie machen die das denn? Was entwickeln die denn da? Beispielsweise mit Strohballenbau, mit natürlichen Baumaterialien, mit Versuchen auch ressourcenleicht zu leben.
Letztendlich manifestiert sich dort in diesen Gemeinschaften ja genau das, wovon jetzt die gesamte Weltgesellschaft spricht, was aber die wenigsten kennen. Ja, wie ist es denn überhaupt, ressourcenleicht zu leben und in Gemeinschaft zu leben? Das ist ja genau das Leitbild, was letztendlich von der nachhaltigen Entwicklung auch jetzt eingebracht wird als Alternative zum bestehenden System. Und insofern haben diese Projekte ganz klar den Charakter auch Vorbild zu sein, Menschen immer wieder zu zeigen, ganz egal mit welchem Schritt, es gibt eine Alternative, ja, also entgegen diesem TINA-Prinzip immer wieder zu sagen, alles ist veränderbar, ja, wir müssen es nur wollen und jeder muss nur einfach anfangen, irgendetwas zu verändern und dann werden sich die Dinge automatisch in eine andere Richtung entwickeln. Ja, das Thema soziale Innovation haben wir auch schon hinreichend besprochen. Die solidarökonomische Nische, sage ich mal, hat immer schon Freiräume geliefert, einfach für neue Dinge, also ähnlich wie ich so zum Thema Grundeinkommen gesagt habe, stellen Sie sich einfach vor, es gäbe dieses Grundeinkommen und es gäbe nicht mehr den täglichen Existenzkampf von Millionen von Menschen, dann hätten diese Menschen natürlich eine Basis, um plötzlich kreativ zu werden und sich neue Dinge auszudenken und so weiter. Und so ähnlich, denke ich, ist dieser solidarökonomische Sektor zu sehen. Dort ist in gewisser Weise ein Freiraum geschaffen, der dem Markt entzogen ist. Das haben wir gesehen auch zum Beispiel beim Mietshäuser-Syndikat, die ganz klar so argumentieren, diese Häuser, die im Syndikat zusammengeschlossen sind, die sollen dem Markt auch nicht mehr zur Verfügung stehen. Das heißt, die sollen genau den Menschen zur Verfügung stehen, die andere Wohnkonzepte möchten, die auch neue Dinge entwickeln wollen und so weiter. Dieses Motiv, Dinge und auch materielle Ressourcen und auch Dienstleistungen, menschliche Beiträge dem Markt zu entziehen, ist übrigens auch wirklich eine Strategie, kann man sagen, in der solidarischen Ökonomie zu sagen, okay, jeder, der beispielsweise auch beim Direktvermarkter seine Lebensmittel kauft, schwächt damit indirekt auch den bestehenden Markt. Ja, dann ist der Aspekt natürlich vom Süden lernen immer dabei. Wir haben ja vieles gesehen, was die Länder des Südens im Grunde genommen auch sehr viel weiterentwickelt haben, als das jetzt im Norden der Fall ist. Und zum Glück gibt es eben auch viele Netzwerke, die da einen Transfer, Wissenstransfer und Erfahrungsaustausch ermöglichen. Und deswegen denke ich, hat das auch einen ganz eigenen Stellenwert. Vom Süden lernen, gerade wenn es auch um die Frage der Kultur geht, wo die Industrieländer mit Sicherheit nicht auf einem sehr zukunftsweisenden Weg sich gerade befinden, mit ihrer Zwangsindividualisierung und der Überbetonung letztendlich auch des Ichs mit den entsprechenden Folgen der sozialen Isolation, der Überforderung, der zunehmenden Depression und psychischen Krankheiten und was da alles dranhängt, haben wir auch schon gesehen. Und an dem Punkt, glaube ich, können gerade Länder, die noch eine lebendige Wir-Kultur verinnerlicht haben, auch ganz, ganz gute Inspirationsquellen sein. Dann gibt es natürlich den Aspekt, der auch jenseits jeder Kritik, ob Solidarökonomie richtig oder falsch ist, immer besteht, nämlich der Aspekt der persönlichen Entwicklung durch Bildung, ja, also einfach durch Kennenlernen. Jeder, der mal erlebt hat, was eine freie Schule ist oder was eine selbstverwaltete Bildungseinrichtung ist oder einen Forschungsstudiengang kennengelernt hat, der sich mit Kooperation beschäftigt,
der hat ganz klar einen Bildungs- und Erkenntnisgewinn, ganz egal, ob er oder sie das dann direkt persönlich umsetzt oder nicht. Aber das ist auf jeden Fall ein Potenzial, was diese Initiativen mitbringen und liefern. Und wir haben ja auch gesehen, dass Ausbildung und Weiterbildung permanent ganz, ganz wichtige Grundlagen sind für die soziale und solidarische Ökonomie. Ja, dann gibt es eben auch den Aspekt der persönlichen Zufriedenheit. Haben wir auch gesehen beim Glücksindex. Also ich denke, dass das auch ein Wert für sich ist, wenn Menschen einfach in solidarökonomischen Zusammenhängen ihre eigenen Werte leben können und dass das dazu beiträgt, letztendlich ihre persönliche Zufriedenheit zu sichern und zum anderen aber auch sie in die Lage zu versetzen, Vorbild zu sein für andere. Einfach durch ihre Existenz, dadurch, dass sie authentisch sind. Authentizität wird ja im Moment in hiesigen Diskursen auch immer sehr groß geschrieben, wobei die Palette der Wahl da gar nicht so groß ist. Aber ich denke, in dem Sektor von solidarischer Ökonomie erweitert der sich auf jeden Fall, zu sagen, okay, also ich möchte beispielsweise wirklich ressourcenleicht leben, ich möchte mit anderen zusammenleben, ich möchte dies und das teilen. Hier kann das halt auch umgesetzt werden und für andere sichtbar werden. Ja, und schließlich das Thema Gemeinschaft, Erleben von Gemeinschaft. Ich komme nochmal zurück zum Anfang, wo ich mit dem Thema Solidarität ja auch genau das schon angeklungen ist. Das Fehlen von Gemeinschaft, das Getrenntsein, das Fehlen von sozialer Verbundenheit in diesem System, in dem wir leben. Stattdessen Spaltung, Angst vor Arbeitslosigkeit und Armut, gegenseitiges Misstrauen, bedingt durch die ständige Konkurrenz und so weiter. Hier bieten einfach auch die solidarökonomischen Projekte Inseln, auf denen auch Gemeinschaft einfach erlebt werden kann. Und wie gesagt, Gemeinschaft ist in jeder Gesellschaft sehr, sehr wichtig und einfach für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und auch dafür, dass beispielsweise Konflikte überhaupt geführt werden können. Denn wenn es keine Gemeinschaft mehr gibt, können auch die Konflikte eigentlich nicht mehr ausgetragen werden. Deswegen ist Gemeinschaft etwas Verbindendes und in dem Sinne zum gegenwärtigen Zeitpunkt auch eine extrem wichtige Größe, wenn es darum geht, eine neue Wirtschaftsordnung zu beginnen.